Ich war im Urlaub. Nun, mein Kanal ist jetzt ein Amateurfunkkanal mit Laserdisc-Content und auch ein klein wenig Retro-Computing, aber hauptsächlich Amateurfunk. Und nein, ich werde nicht aus diesem Kanal einen Urlaubskanal machen. Das macht auch keinen Sinn. Ich mache viel zu wenig Urlaub. Aber ich wollte nicht nur zeigen, dass ich im Urlaub Amateurfunk gemacht habe, denn das war der geringste Teil von allen. Normalerweise mache ich das nämlich nicht im Urlaub, sondern auch ein bisschen zeigen, wo wir waren und dass der Platz wirklich schön ist, um Amateurfunk zu betreiben. Also wo waren wir? Wir waren in St. Peter-Ording, genauer in St. Peter-Böhl. Die meisten kennen es aber wahrscheinlich unter Ording. So, hier sind wir auf dem Deich. Dort vorne könnt ihr den Strand von St. Peter-Böhl sehen. Mein Gedanke war eigentlich hier am Deich die Antenne aufzustellen, aber es war so dermaßen windig, dass ich das sein ließ. Hier rechts und links waren in meiner Kindheit die Dünen. Da ist nicht mehr viel von übrig geblieben. Die Natur hat sich die Dünen wiedergeholt. Was aber auch gut so ist. Also natürlich, ich vermisse die Dünen so ein klein wenig. Also der kleine 10-jährige Andreas, der spielte sehr viel in den Dünen. Aber für die Umwelt, für den Küstenschutz ist es natürlich deutlich besser, so einen Wald dort jetzt zu haben. Gut, aber hier jetzt nun zum eigentlichen Amateurfunk. Was haben wir da? Wir haben hier meine Groundplane, die ich jetzt schon ein paar Mal gezeigt habe in anderen Videos. Die habe ich neben den Wohnmobil aufgestellt. Im ersten Versuch habe ich draußen Amateurfunk betrieben. Das war aber echt zu heiß. Also habe ich das Ganze nach drin verlagert. Ich muss die Unordnung entschuldigen. Aber ich bin ja nun mal jetzt kein Reiseblogger, der alles wie geleckt aufräumt, sondern es dreht sich hier um Amateurfunk. Wie man sieht, ich konnte mit JSA Call einen Heartbeat absetzen und habe entsprechend Rückmeldung bekommen. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Mir ist es allerdings erst in mehreren Versuchen gelungen, positive Rückmeldung zu bekommen, was einfach an der Zeit liegt. Also nicht an der Zeit des Funkens, sondern an der Uhrzeit. Die Uhrzeit von meinem Panasonic FZ-M1, die ist inkorrekt, da ich auch kein Wi-Fi eingeschaltet habe. Konnte also auch nicht aus dem Internet die aktuelle Zeit geholt werden. Ja, ich muss mich auch für das Wackeln entschuldigen. Ich habe nämlich mein Stativ vergessen. So, als nächstes möchte ich FLDigi probieren. Das ist vielleicht noch eine kleine interessante, eine interessante Kleinigkeit. Ich benutze Ray Session, um die Töne vom Digi-Rig beziehungsweise vom True SDX einmal an den Lautsprecherausgang vom FZM1 auszugeben, quasi als Monitoring und gleichzeitig in die Programme weiterzuleiten. Demonstrativ zeige ich hier jetzt mal 2 CQ-Rufe.
Ich habe das aber tatsächlich eine halbe Stunde probiert auf unterschiedlichen Frequenzen und nicht eine einzige Antwort bekommen. Ja, das war's dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das trotz dieses etwas anderen Formats gefallen und würde mich freuen, wenn ihr am nächsten Freitag auch wieder meine Videos schaut oder auch die ganze Woche über. Bis dann. Tschüss.